Grundrisse gibt es wie Sand am Meer, aber ein solcher Grundriss, das kann ich euch gleich verraten, guckt das Video bis zum Ende, ist einmalig, denn man hat ein Elternbett, das nicht immer zur Verfügung ist. Man könnte auch mit 4 Kollegen einfach reisen, könnte einen netten Urlaub machen, bei dem 2 Kollegen sich nicht zu nahe kommen und ein Pärchen und. Es ist ein richtig toller Grundriss. Wir sind in Lünen. Du bist Günther Hartmann und du sagst, das ist einer der besten Familiengrundrisse auf der Länge als vollintegrierter überhaupt, oder? Für mich ist es der beste Familiengrundriss, 7,50 Meter. Eigenes Kinderzimmer hinten mit drin, an 2 Stellen separierbar. Wir haben Stockbetten hinten für 4 Personen gut, für 5 Personen gut. Meine Frau und ich fahren selber so ein Fahrzeug. Das Coole ist, wir sind tatsächlich unter 3,5 Tonnen. Wir haben einen vollintegrierten. Sie haben aber einiges dafür getan, dass es so ist. Wir sind bei 2,19 Meter Breite. Das ist so schmal, dass man durch kleine, enge italienische Gassen kommt. Hier bist du breiter. Ha. Wir haben nämlich hier den großen Bruder und den kleinen Bruder gucken wir uns gleich an. Der ist 7,50 Meter lang und 2,35 Meter breit. Das ist quasi der klassische. So, damit die Leute auch wirklich wissen, es gibt 2 Versionen. Da musste ich aber zweimal hingucken, weil sie sind optisch so ähnlich. Also man sieht es an ein paar Details. Unten sind 2 Lampen mit drin. Also, und er ist ein Ticken breiter. Er geht ein bisschen mal hin. So, sollen wir uns gerade mal den kleinen mal angucken, dass wir den mal sehen. Also da vorne steht er 2,19 Meter. Und der hat jetzt 2,35 Meter. Der hat 2,35 Meter, klassische Wohnmobilbreite. So, und das gibt es nochmal als kleinen Bruder. Gibt es den auch mit dem Stockbettengrundriss? Gibt es auch mit dem Stockbettengrundriss, genau. So, und da werden wir gleich ein eigenes Video zu drehen. Stockbetten ist meines Erachtens die optimale Lösung, wenn Kinder mitfahren, die auch ein bisschen mitwachsen sollen. Denn das Ganze ist ja so, irgendwann will das Kind nicht mehr in der Mitte liegen bei den Eltern, oder? Genau, so ist das, ja. Also Stockbetten ist so, um dem Kind auch im älteren Bereich, also ich sag mal so Pubertätsalter, bis zu dahin, wo sie nicht mehr mitfahren, einfach die nötige Privatsphäre auch zu bieten, ne? Ja, denn ich sag mal, das Mädchen und der Junge, die zanken sich dann, keine Ahnung, was dann irgendwie passiert oder lieben sich vielleicht nicht mehr so. Dann ist das Thema natürlich auch Freunde mal mitnehmen. Im Stockbett überhaupt kein Problem. Die haben sogar komplett 2 getrennte Schlafzimmer in dem Sinne, oder? Genau, richtig. Also wir haben 2 getrennte Schlafzimmer. Also wir haben das Hutbett vorne als festes Bett für die Erwachsenen oder wen auch immer. Und hinten haben wir die Stockbetten mit drin. Sag mal, der kostet wie viel, hier steht? Ja, wir haben hier jetzt, wenn wir das Preisblatt haben, wir fangen an 81,7. Und stehen jetzt mit der Ausstattung, also ein paar Gleifen, Nebelscheinwerfer, bisschen Kleidzeug mit dabei, 89.000 Euro. So, der kleine Bruder kostet 10.000 Euro weniger im Einstieg, korrekt? Ungefähr, ja, genau. Oh, also ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter, die Länge ein bisschen länger wie der kleine? Ja, also wir sind hier bei 7,50 Meter, knapp drunter, 7,47 Meter und der kleine 6,60 Meter. 6,60 Meter, aber es gibt jetzt einige Sachen. Ist hier eine Schublade drin? Genau, da ist eine Schublade drin. Ich schau mal mit dem Schlüssel. Vielleicht mal gucken können, denn es gibt so Dinge, die auch mal nass werden dürfen. Ich nehme an, oder ist sie wasserdicht, die Schublade? Nee, die Schublade ist weitestgehend wasserdicht. Ich mache sie dir mal offen, dann siehst du es. So, was kann man da reinmachen? Zum Beispiel die gute Kabeltrommel. Kabeltrommel, Keile, Stromkabel, falls du keine Kabeltrommel hast. Oder auch Adapter. Also hier ist eigentlich, wir sagen immer, alles das, was dreckig wird, findet hier eigentlich einen schönen Platz drin, ne? Was ziemlich cool ist, er wird mal nicht in Italien gebaut, der hier. Genau, der wird in Frankreich bei Rapido gebaut, ist Rapido in Mayenne knapp an Le Mans vorbei. So, Rapido ist eine Edelmarke, muss man schon fast sagen. Das hier ist so die Einstiegsmarke. Ja. Merkst du das grundsätzlich oder hat der ungefähr die gleiche Verarbeitungsqualität, also von den Basics? Also die Verarbeitungsqualität ist eigentlich schon sehr, sehr gleich. Es unterscheidet sich dann eher im Detail. Ich habe nur eine Möbelfarbe, die ich habe. Ich kann nicht zwischen 2, 3 verschiedenen Farben wählen. Ich habe 3 Polster, die ich habe, aber ich bin halt einfacher in der Auswahl der Optionen. So, du selbst hast Kinder, wie viel? 2 Stück. So, was ist das hier? Das ist der rote Ferrari. Der rote Ferrari, Genau, den hat jeder. Ja. Hat jeder, glaube ich, gehabt schon. Du selber auch, ein Bobbycar? Ich selber auch, würde ich behaupten, ja. So, komm, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, wenn du mal kurz mal mitkommst, Günther. Sag mal so lieb. Du bist, wie groß bist du? Ich bin 1,84. 1,84, so genauso groß wie ich. Und die Stehhöhe haben wir bei dem Kleinen schon gemerkt. Also wir haben Olaf ja dabei, der kommt gleich mit dazu, der ist 1,95 Meter. Auch das geht bei dem Kleinen, bei dem hier schon zweimal, oder? Genau, bei dem hier klappt es genauso gut. Auch hier haben wir unser Maß 1 Olaf. Das heißt, wir haben über 2 Meter und können das also gut bedienen.
So, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Also ein Riesenauto, der Überhang nicht zu lang, weil das sieht manchmal ein bisschen komisch aus. Hierbei ist gerade noch okay, oder? Genau, die Proportionen passen noch genau, ja. So, ich stelle mich mal hier auf die Ecke für mein Startbild. Warte mal kurz, Olaf, wenn du mal ganz kurz hier reingehst. Ich glaube, das hier wird mein Startfoto werden, wie wir das sehen. Was besonders schick ist, ist das Heck. Das gefällt mir gut. Du hast viele Serviceklappen hier mit verbaut. Das ist also auch nochmal ein Vorteil. Genau, also wir haben an der Seite, das ist nicht die WC-Klappe, sondern wir haben hier eine Zusatzklappe für uns, für den Servicebetrieb ganz interessant. Wir kommen an die Heizung dran. Zeig mal bitte. Ja, klar. Eine Truma? Truma, ja. Truma Kombi 6. Auf Gas. Auf Gas, richtig, ja. Okay. Ah, du kommst hier ran. Genau, ist also für uns einfach, ist im Küchenblock integriert, damit der Kunde muss nicht die ganze Küche ausräumen, wenn wir doch mal irgendwas auslesen müssen, Software-Updates oder sonst irgendwas, können wir hierüber gut bedienen. Gut. Sind da schon die neuen Bedienteile drin eigentlich? Oder kommen die? Nee, iNetX ist jetzt im Moment noch nicht drin, soll aber bei der nächsten Baureihe quasi mit reinkommen. So. Aber durch uns selbstverständlich nachrüstbar. So, und da ist der Auslass. Und hier, was ist hier? Wasser? Wasser. Wasser und hier vorne Strom. Genau, hier vorne hast du Strom. So, Stromanschluss und Diesel. AdBlue ist wo? AdBlue haben wir im Einstieg positioniert, hier vorne. So, also da ein bisschen vorsichtig sein beim Einfüllen. Genau, damit nichts daneben geht, sonst haben wir weiße Flecken. So, die Tür selber, jetzt steht er hier auf Fiat. Das ist ja mal selten. Dann kein voll digitales Cockpit. Das hängt, also ich glaube, die Leute nehmen das, was sie kriegen, oder? Ja, im Moment ist das so. Das ist jetzt hier tatsächlich auch unser Ausstellungsstück, auch schon verkauft. Da freut sich jemand Glückliches drüber. Wir kriegen aber noch einige rein in 4,4 Tonnen, in 3,5 Tonnen auch ein paar wenige, aber können da noch gut mit dienen. Ja, du bist schon lange Reisemobilhändler, bist selber Fahrzeugbauer, baust Möbelwagen. Genau. Das ist was ganz Besonderes. Die müssen halten. Wie ist die Qualität hier als Ausbauer? Ich bin super zufrieden. Sehr robust, viele Möbelverbinder, viele Ecken sehr, sehr gut, robust verbunden. Also es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Weil im Prinzip die Umzugswagen, die ihr selber baut, die müssen ja einiges aushalten. Das ist ja jetzt kein Umzugswagen. Der muss ja leicht sein. Genau. Das ist ja das Problem, oder? Ja, das ist halt so, aber es ist grundsolide verbaut. Die Wände auch da arbeiten wir mit dem gleichen GFK-Dach. Seitenwand. Also glasfaserverstärkter Kunststoff außen. Das heißt, du kannst, das machen wir jetzt mal nicht, weil der schon verkauft ist, aber du könntest hier mit der Faust draufhauen. Das ist hier also gar kein Problem. Das können wir auch machen, auch wenn er verkauft ist. Das ist ja gerade, wenn wir hier so ein Fahrzeug wie hier für Kinder verkaufen. Da fährt auf dem Campingplatz wird Fahrradfahren geübt, da wird mal ein Ball geschossen oder sonst irgendwas. Da ratschst du rein, da passiert nichts mit. Es ist super robust. Bei Alu habe ich jetzt selber leider Tennisplatz dagegen geschossen. Da konntest du, weil Alu kannst du nicht ziehen, das ist das Problem, weil da drunter ist nämlich noch ein Schaumstoff. Wenn du ihn rausziehst, hast du eine Kältebrücke drin. Also es ist oft ein Problem. Hier bei GFK, da kann auch mal ein Fahrradlenker dagegen fallen. Ne? Genau, passiert nichts mit. Am Ende muss ja froh sein, dass er nicht am Minigolf oder am Golfplatz standest, sondern nur ein Tennisplatz. Ja, hat genau das Loch übrigens getroffen. Auch hier die Alus waren im Preis mit drin, hier bei den 89? Genau, bei uns bei 89 ist mit drin, ist ein Aufpreis, aber nehmen eigentlich alle Kunden mit. So, jetzt kommen wir zu diesem Fenster hier. Die Positionierung ist schon komisch. Auf der Höhe, ist das gedacht, damit die Leute reingucken können oder hat das einen Grund? Das ist unser Eiswagen. Eiswagen? Nein, ist tatsächlich so, da ist das Stockbett drin positioniert. Warte, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass man sieht, wo das Fenster ist. Das ist nämlich in der Mitte und hier sieht man, auf der Höhe sind normal die Fenster. Aber das ist natürlich... Wir haben hier das Stockbett und hatten früher ein kleineres Fenster und unsere Familien haben uns das Feedback gegeben, Mensch, ein großes Fenster wäre ja schon schön. Und dann haben wir gesagt, okay, dann setzen wir ein großes Fenster rein. Ich halte diese Fenster für lebensgefährlich, weil je nachdem, wie groß du bist und in welchem Winkel das geöffnet ist, du dich echt böse verletzen kannst. Wie gehst du denn da vor? Machst du da irgendwelche Bänder dran, dass keiner gegenläuft? Nö, so eine Narbe macht ja auch immer ein Stück weit sexy, ne? Also von daher. Sehr schön. So, das ist Nordrhein-Westfalen, 1 Live-Humor. Ja. Mach mal bitte auf. Ja, klar. Also passt auf, wenn ihr das Ding aufmacht. Ich bin schon mal selber gegengerannt gegen so ein Fenster. Genau. Ist einfach, kann passieren. Und die Ecken sind dann auch schon scharf. Also man sollte schon drauf aufpassen. Nee, die Ecken sind abgerundet. Bei meinem Seitsfenster, noch damals im VW-Bus, waren die scharf. Kannst du dir vorstellen, dann weißt du, was du gemacht hast. Aber wir haben Stockbetten drin. Und das hier ist was ganz Besonderes. Olaf hat es aufgebaut. Hier ist eine Theke. Genau. Und das ist ein Stauraumsystem für kleines Geld. Also das Stauraumsystem hier kostet circa 380 €, wenn es fertig ist. Genau, muss man so sagen. Also ist eine gute Alternative zum Vollauszug oder Schwerlastauszug, weil ich halt super mobil bin. Ich habe die Garagenbreite, das heißt, ich kann wunderbar die Euroboxen reinstellen, habe meine Decke mit drauf und generiere damit einen zweiten Boden. Wir können da gleich mal 2, 3 reinstellen, dass man es einfach vernünftig sieht.
Da sieht man Stockbetten, 2 Stück übereinander. Die Wanne, ist die dicht? Die Wanne ist dicht, hat auf der anderen Seite, sehen wir gleich, ist so ein kleiner Pömpel drin. Das heißt, man kann sie auch ausspülen und sie ist gedämmt. Das heißt, sie ist doppelwandig und in der Mitte ist ein Styrodur mit drin. Und beheizt, wie ich sehe. Selbstverständlich. So, dann kannst du das Stockbett hier hochklappen, das heißt Fahrräder gehen auch. Fahrräder gehen auch, genau, ja. So, dann zeigen wir mal. Hier ist Olaf, Nachname? Bader. Olaf Bader, nicht verwandt, verschwägert mit den anderen Baders. Und das Coole ist, dass du ein System erfunden hast. Ich wollte den Leuten nur helfen, dass sie sich den Namen Bader merken können. Ich verstehe das. So, es gab ja mal einen ganz großen Versandhandel. Genau, den meinst du auch. Den meinte ich auch. Den meintest du. Genau. Das war mir schon klar. Nicht So. die mit den 2. Ist ja gut. So, und du hast ein System erfunden, du bist doppelter Handwerksmeister, du bist eigentlich Hausbauer, beziehungsweise du baust Hochbau, so kann man sagen. Ja, genau. Ich habe ein Bauunternehmen und bin Mauer- und Betonbaumeister ursprünglich. So, und da liegt es ja nahe, dass man sowas hier findet, oder? Ja, natürlich. Ja, genau. Das liegt Ovomo, es nahe. klär mich auf. Ovomo habe ich eigentlich erfunden für meine Baufahrzeuge. Das ist ein System, mit dem man doppelte Laderaumböden in Fahrzeugen schaffen kann. Also das heißt, du kannst hieraus du nimmst eine Eurobox, das Ganze ist ausgelegt für Euroboxen. Du nimmst eine Eurobox, stellst die in deinen Transporter rein oder in dein Nutzfahrzeug, was auch immer, und kannst dann die Ovomo-Deckel drauflegen und bekommst einen zweiten Laderaumboden. Und das Ganze ist jetzt erweiterbar, bis dein Auto voll ist am besten. Das Coole ist, du kommst an jede Box von oben ran, auch wenn sie mittendrin ist. Genau, du kommst oben dran, wenn sie mittendrin ist. Hier haben wir jetzt auch mal einen Tresen aufgebaut. Ne? Das ist ja auch immer wichtig für die Baustelle. Das könnte jetzt auch eine Außenküche sein. Könnte auch eine Außenküche sein. Ne? So, das heißt, du kannst als Außenküche auf der einen Seite nutzbar, und wenn du das jetzt im Nutzfahrzeug hast, das ist eigentlich das Entscheidende, dass diese Deckel überbrücken. Ja? Darum geht es, dass du Werkzeug auch unten durchladen kannst. Du hast es im Auto natürlich nicht in der Höhe, sondern immer in der Regel eine Box. Ne? Aber du kannst Sachen durchladen. Das Ganze verrutscht nicht. Du hast hier eine Nase drin, eine Nut. Ne? Und deswegen rutscht das Ganze nicht von den Kisten runter. War ich zu schnell bestimmt, ne? Handwerker. Nee, ach, so, alles gut. Ja. Ne. So, das heißt, das Ganze verrutscht dann nicht im Fahrzeug. Und du hast mehr Laderaum. Ja, wir haben ein großes Video gedreht und das werden wir gleich mal zeigen. Ja. Wir werden auch gleich mal zeigen, wie du es einbaust, weil das ist gar nicht so schwer. Und ich befürchte, dass der neue Eigentümer, wenn er das sieht, sagt, kann ich das noch dabei kriegen? Aber ich glaube, das wird nicht gehen. Aber vielleicht kriegt er einen guten Preis, weil er hat das ja gezeigt. Das Heck, sehr schick, oder? Ja. Alles Neue macht der Mai. Ja, stimmt. Es ist wirklich schön geworden. Also wir haben letztes Jahr ein komplett neues Design bekommen, innen wie außen. Und ich finde, es ist sehr, sehr gelungen geworden. Ja. Genau. Wenn du mal gerade zu mir kommst und mal hier aufs Display guckst, von hinten, da ist nämlich eine neue Lampe eingebaut worden in der Mitte. Ja, das ist die Sonne. Ist die Sonne, die scheint gerade drauf. Das ist die Sonne mit eingebaut. So, das Heck ist auch GFK? Heck ist auch GFK, ja. Okay, also GFK-Heck, GFK-Boden, GFK-Dach? GFK-Dach, selbstverständlich. So, cool. Also GFK bedeutet verrottungsfrei, schlagfest, für die Ewigkeit. Gibt es da auch schon Recycling für GFK? Weißt du das? Das ist eine gute Frage, kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. So, endlich mal eine Frage, die er nicht weiß, weil er weiß wirklich alles. Bei ihm, ne? Der hat Ahnung, der Mann. Das ist so. Da das jetzt die Garage, besondere Herausforderung bei der Garage, Olaf, ist, die ist nicht so groß, weil da drüber ja noch ein Hubbett ist. Ja. So, Irgendeiner muss ja aufräumen hier, ne? So, bitte mal einbauen. So, am besten legen wir die jetzt mal kurz rein. Die haben wir mal reingelegt. Das sind so Fußtrittdinger. Maß. Mutter, jetzt ist die Kiste so ein bisschen. Das ist nicht schlimm, Ist wir das haben nicht ja, schlimm? Wir gucken mal, was wir hier für ein Maß haben. So ist ein bisschen eng. Ne? Wenn die Tür etwas größer wäre, wird es sogar. Jetzt mal eine Frage, wird die quer reingehen? Probier mal. Müssen wir mal gucken. Ja, klar. Das ist doch krank. Wir machen es quer. Nee, die klemmt sich unten fest. Die klemmt sich unten fest, geht nicht. Das würde wahrscheinlich in der Praxis richtig super sein, aber bei dem Neuwagen würde ich jetzt nicht die Kante. Zeig noch mal ganz sanft, wie die runtergeht. Nur ganz sanft, dass man mal geht. Da ist in der Breite ist Schluss. Weil ich glaube, sonst wirst du nämlich... Wir haben es aber tatsächlich, Hier ist Schluss. was sich hier super anbietet. Du kannst natürlich mehr als Wegflexen. einen Doppelboden machen, nicht wegflexen, aber du kannst rechts und links ein Kantholz hinmachen, die Kisten drauf und kannst unten drunter lange Sachen, keine Ja. Ahnung, Angeln, da kommen wir wieder zum Angeln. oder sonst was kannst du dann drunter packen, wenn du rechts und links ein Holz da dir mit. Also jetzt machen wir es mal längs. Hier oben, genau, wir machen es jetzt mal längs. So, jetzt nehmen wir eine Kiste. Und dann können wir eigentlich schon direkt so anfangen, dass wir hier eine Ovomo drauflegen. Ja.
Günther, darf ich das da durchschieben? Klar, wir haben ja die Folie drunter. Alles klar. Ich bin ganz vorsichtig, wir haben ja auch kein Gewicht. Und dann gehen wir einfach von der anderen Seite, kann der Sven von da filmen. So, jetzt kommt der Deckel da drauf. Wie ist das halt Lieferzeit bei denen? Also wir haben ein paar im Vorlauf, das heißt, ich kann bis zum Sommer, um den Sommer noch einige Fahrzeuge liefern. Und ja, ich sag mal, wenn das abgeschlossen ist, Dann? ja, 12 Monate plus minus, ne? Also ein Jahr ungefähr. So, jetzt haben wir die mal so reingemacht. Fertig. Die Reisemobile sind richtig schick. Jetzt hast du 3 Stück, die sind aber formschlüssig miteinander verbunden. Genau, wir können jetzt, also das Ganze hier ist jetzt, ich will, wie gesagt, ich möchte jetzt das Auto nicht zerkratzen, aber das Ganze ist jetzt eine Fläche, die nicht mehr auseinander geht. Ne? So, man könnte eine Rutschmatte drunter machen, man kann auch Klett drunter machen. Klett geht auch ganz hervorragend, da rappelt gar nichts mehr. Ne? So, und jetzt kann man oben drauf noch was stellen. Das heißt, man könnte jetzt Räder und so weiter belasten. Ja, oder einen Koffer oder sowas, was du sonst auch, wenn du jetzt offene Kisten hast und willst einen Koffer reinschieben, den kriegst du ja nie über die Kisten geschoben. Und wenn du jetzt einen Koffer nimmst oder so etwas, der gleitet ja auch drüber, wenn du das möchtest. Ne? So, wir nehmen mal da vorne das Bobbycar. Sei mal so lieb, hol das mal. Das ist jetzt unser Klapprad, was man reinmachen könnte. Du hast ja Klappräder. E-Mobilität kommt immer mehr, oder? Wo würdest du hier die Fahrräder hinmachen bei dem? Hin auf Anhängerkupplung? Also du hast 2 Möglichkeiten. Entweder Garage hochklappen, hinten mit rein, Klapprad jetzt auf die Ovomos würde gehen oder sonst Anhängerkupplung oder Heckwand. Ne? Heckwand bei so einem schönen Fahrzeug. Tut dir das immer weh? Mir tut's immer weh. Ja, mir tut's immer weh. Passt nicht rein? Von der anderen Seite, die klappt. Andere Seite. Weil das ist, ich sag mal, der Porsche des kleinen Mannes. Der Porsche des kleinen Mannes und eigentlich auch ein idealer Reisekoffer. Ne? Oder gibt es ja auch in der Frauenfarbe. Du hast Mädels, Jungs, was hast du? Ein Jungen, ein Mädel. So. Da hat die Statistik zugeschlagen bei dir. Ja, genau, richtig, ja. Wie alt sind die? 5 und 7 wären 6 und 8 jetzt, überraschenderweise. Wow. Ach so, ihr habt die im selben Monat gezeugt, oder? Knapp hintereinander, Ende April und Mitte Mai. Die Zeugung. Nee, die Geburt. Die Geburt. Details. Details. Aber es ist ja so, ist interessant, weil die meisten, die ich kenne, kommen immer im selben Monat. Ja? Ist das Zufall gewesen? Ne? Also bei uns war es jetzt Zufall, aber Zufälle gibt es ja eigentlich nicht, sagt man. Ne? Ja, so ist es. Ihr habt gute Matratzen, das hast du mir letztes Mal schon erzählt. Genau, wir haben die Bultex-Matratzen, 5 Jahre Garantie auf der Matratze, sowie auch auf dem Möbelbau. Also dadurch, dass 5 Jahre Garantie auf dem Möbelbau? Ja, genau, weil wir die Möbel selber fertigen bei Rapido in Frankreich, geben wir 5 Jahre Garantie. Das heißt, sollte sich in 5 Jahren überraschenderweise doch mal eine Tür verziehen oder sonst irgendwas, wird die 100% Lohn und Material ausgetauscht. Habe ich doch gut abgelenkt, oder? Vom Thema. So, jetzt komm, weiter. Nächstes Thema, das ist aber jetzt mal ein Klo, oder? Genau, hier haben wir die Toilettenklappe. So, weil wir nämlich gerade eben die gleiche Klappe hatten, nämlich als Heizungsklappe. Okay. Wir machen noch ein bisschen Werbung für dich. ovomo.de, das ist so, wenn man das haben möchte, jeder Deckel 60 Euro. 59 Euro. Und ab 300 Euro Versand kostenfrei. Das ist, am Anfang musst du natürlich Versand nehmen, aber da du sowieso ein paar davon brauchst, ist es dann wiederum versandkostenfrei. So, das dauert immer ein bisschen, bis die Bestellung kommt, denn der Container aus Übersee, das dauert. Nein, das kommt hier alles aus NRW, alles um die Ecke, also zu alle Produkte. Made in Germany. Made in Germany, made in Germany, made aus in China. NRW. Ein paar Teile kommen aus Bayern. Aber Ein paar Teile kommen aus Bayern. So, jetzt haben wir hier einen AES-Kühlschrank drin. Genau. Absauber. Unverkennbar. Ja, aufgrund der Gitter, glaube ich, ziemlich deutlich. Ne? So ist das, ja. Ist das hier eine Ausstattungsvariante? Genau, die Spirit Edition ist unser Sondermodell bei dem SB 740 und MC 740, das heißt Stockbetten- und Queensbett-Modell. Und da haben wir die Spirit Edition. Besonderes Polster, ein paar Ausstattungsmerkmale extra. Sag mal, das Kind, was oben liegt, hat kein Fenster. Das Kind, was oben liegt, hat auch ein Fenster auf der anderen Seite. So, das ist hier aber ein bisschen kleiner. Wie ist denn das bei euch, wenn ihr jetzt hier mit fahrt? Da wird das gewürfelt oder kommt die Eltern nach unten? Mir ist es tatsächlich so, wenn wir fahren, wir haben 2 Kinder, wir bauen die Garage groß. Und haben das untere Stockbett dann weg. Ich zeige dir gleich drin im Kinderzimmer haben wir eine Sitzgruppe, die wir umbauen können zum Bett. Und dann schläft die Kleine unten und der Große schläft oben. Okay, aber das wird geklärt unter denen. Das klären die unter sich, ja. So, Aufbautür ist schmal. Gibt es eine breitere? Nein, bei dem Modell nicht, weil wir die große Sitzgruppe haben möchten. So, wir gehen rein. Du hast was ganz Tolles. Kann der Normalkunde diesen Boden auch bestellen? Der Normalkunde kann den Boden bestellen. Wir haben das bei uns bei jedem Ausstellungswagen. Zeig mal. Also der ist nicht schlecht verklebt, sondern wir haben tatsächlich einfach einen zweiten Schutzboden. Es geht darum, der Wagen jetzt zum Beispiel stand auch auf der Messe. Oder auch wenn er bei uns in der Ausstellung steht, wenn wir jetzt gleich mit den nassen Schuhen reingehen und der nächste Kunde kauft Macht ihn, nichts. Macht gar nichts. Und das Schöne, was ist, er hat gleich ein Schnittmuster für einen Teppich. Das ist krass, oder? Ist gut.
Das heißt, du kannst ihn abgeben, Schnittmuster für den Teppich. Kann auch drin lassen, machst ihn ein bisschen fest. Aber klar, wenn es sehr heiß wird, dann der Kleber. Cool, habe ich noch nie gesehen, das da. Hast du es jemals gesehen beim anderen Händler? Nein, also ich habe es noch nicht anders gesehen. Das ist auch, viele meiner Händlerkollegen bestellen es nicht. Ich finde es aber einfach super und bestelle es bei jedem Auto. Das kostet wahrscheinlich ein paar Euro, ne? Den Kunden kostet 200 Euro. Das ist also verhältnismäßig okay. Allein das Schnittmuster ist es wert. Ja, weil wenn, genau. wenn du einmal was geschnitten hast, dann weißt du, Olaf, du bist Ich da. hab's schon gemacht. Ich hab's schon gemacht. Du klebst alles ab, überall mit der Pappe in der Ecke und. Es ist nie genau. Also es ist, Doch, genau war es schon. Natürlich war es genau. du bist ja Handwerksmeister. Genau. Nein, Okay. aber es ist einfach eine horrende Arbeit. Also das ist. So kannst du das Ding weggeben, ketteln lassen, fertig, hast einen schönen Teppich. Ich glaube, das Rapido heißt ja schnell, weil die so schnell bauen, oder? Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Aber es ist eine gute Frage, wofür die bauen. Die bauen solide und gut. So, gut, du bist ja auch Rapido-Händler. Aber du sagst, du machst das nicht erst seit gestern? Wie lange? Nee, also wir haben Itineo aufgenommen 2012. Den Grundriss des SB 740 gibt es seit Bestehen der Firma. Und Itineo ist jetzt, glaube ich, 14 Jahre gibt es hier mittlerweile. War damals der erste preisbewusste, voll integrierte auf dem Markt. Sehr schön. Was ist hier drunter? Hier verstecken wir die Gasflaschen. Ah, das heißt nicht so hoch. Genau. Komme ich gut ran. Bequem vom Einladen. Du kriegst auch rechts wie. Habe ich den richtigen Schlüssel? Ja. Richtiger Schlüssel, falscher Schloss, ne? Ah, rot ist der Gasschlüssel. Okay. So. Das heißt, du kriegst hier 2 Flaschen entspannt nebeneinander. Hast du ein Duo drin? Monokontrolle ist drin, auf Wunsch des Kunden geht aber auch eine Duo-Kontrolle. Okay, also zweimal 11 Kilo. 2x11 Kilo, genau. Cool. Also ich bin für mich eine neue Marke, muss ich sagen. Ich habe Itineo, jetzt weiß ich sogar schon, wie man es ausspricht. Wir sind in Lünen, Genau. nämlich in Nordlünen oder Nordlünen. Nordlünen sind wir. Auch das habe ich schon gelernt. Und heute ist der 13. Februar 2023. Ruf oder im Sturm, hast du genug eingekauft? Wir haben den 13. März, aber Echt 13. März? Ja, genau. Was habe ich gesagt? du hast Februar gesagt. 13. März 2023. Hast du genug eingekauft? Ja, habe ich genau. Ja, alles gut. Okay, hast du noch ein paar da von denen? Von dem ist jetzt im Moment das Außenstück, aber wir kriegen wieder ein paar rein, auch noch zum Sommer, also alles gut. Also wenn ich den jetzt noch order bei dir, könnte ich noch einen kriegen dieses Jahr, wenn ich schnell bin. Wahrscheinlich sogar zu den Sommerferien. Okay, klasse. Geh mal vor. Ja. Dann zeige ich mal gerade, hier vorne ist noch ein kleiner Behälter. Da könnte man was reinmachen. Also es ist als Mülleimer gedacht, Schirmständer, wie auch immer, was du reinpacken möchtest. Olaf, du, was würdest du reinmachen? Ich würde es tatsächlich als Mülleimer nutzen. Ich finde das praktisch, wenn das draußen ist. Ah, stimmt. Dann kann man es draußen entnehmen. Ja, nein, vor allen Dingen auch einfach, wenn du draußen bist, du hast doch immer irgendwas, was du wegschmeißen willst. Klümpchenpapier. Was Irgendwie cool finde, ist sowas. auch das Fenster. Das ist eine Bauertür. Was ist hier? Doppelter Boden? Wir haben hier unseren Weinkeller. Ich dachte, bevor wir gleich alle drin sind, zeige ich es einmal. Kannst du öffnen und hast da halt nochmal ein echt großes Staufach. Hat der jetzt einen Doppelboden oder ist das unten ausgespart? Das ist unten ausgespart, das ist geschäumt. Wir haben einen technischen Doppelboden im Bereich, das sehen wir gleich, wenn wir die Stufe nach hinten gehen. Das heißt, wir haben keine Leitung oder sonst irgendwas draußen liegen. Abwassertank ist isoliert beheizt, frischer Wassertank innen liegend. Cool. Also doch alles anders. Also keine Kopie. Ich meine, du weißt ja, ganz viele werden in Italien gebaut, die da sind. Ja. Aber hier komplett alles selbst gemacht. Das heißt, alles selbst entwickelt, alles ein bisschen anders. Der Grundriss, den wir gleich sehen werden, der wird euch die Schuhe ausziehen, weil der ist so genial. Dadurch, dass wir können da mal reinblicken. Ja. Also dieses Raumgefühl hier hinten drin. Das ist wirklich ein eigenes Kinderzimmer, Olaf. Guck mal hier rein, Ja. dass du hier mal siehst. Also wenn du hier mit dem Skatclub auf Reisen gehst. Hammer, absolut super. Boah, du kannst dich hier drehen. Geh mal vor, aber jetzt hast du. Ich kann mich hier drehen, das finde ich ja so begeisterungswürdig. Jetzt bin ich mal gespannt. Du bist 1,95 Meter. Jetzt geht es nämlich hier eine Stufe hoch. Aber selbst da, wo die Stufe ja ein bisschen, ne, ich sag mal, das Ganze hat hier 1,92 hat es. Also wenn ich mich jetzt ausstrecke, sieht man das hier. Ne? So, also für dich war 1,95 ein Hier kann ich bisschen, hervorragend stehen. Aber wir sind ja auf die Stufe raufgegangen. Da unten ist ja alles perfekt. ein bisschen zu tief für dich, für 1,95. Ja, aber wir hier werden ist gleich ja mal. das Kinderzimmer. Ne? Ich habe ja noch 1,84 Meter an Bord hier. Ja. Den werden wir gleich mal holen. Aber wie gesagt, ich finde also, das ist doch super. Das heißt, die haben sogar noch hier einen Tisch mit dabei. Das heißt, Hausaufgaben hinten machen oder spielen geht auch noch. Genau, also du kannst die Kinder, der Tisch liegt jetzt auf dem Stockbett, den kannst du quasi theoretisch reinbauen. Ja, brauchen wir jetzt nicht dieses Jahr. Genau. Und wenn du den Tisch wegpackst, gar nicht mitnimmst oder wie auch immer, kannst du auch ein Bett rausbauen. Die Breite vom Bett? Wir haben ja bei 2,35 Meter Fahrzeugbreite knapp 2 Meter und 15 Bettlänge. Okay, also genug. Genau, 80 tief. Rausfahrschutz oben? Rausfahrschutz selbstverständlich. Zeig mal bitte, dass wir den mal sehen.
Du hast natürlich Leiter. Weil hier fällt man schon ein bisschen tiefer. Das stimmt. Lattenrost selbstverständlich mit dabei, die Leiter und dann den Rausfallschutz wird einfach. Du, es fühlt sich alles gut verarbeitet an, nicht so günstig. Nee, ist nicht gipselig. Ist also grundsolide. Zack, funktioniert gut. Gut, das Auto, das kostet ja ein paar Euro. Was ich cool finde ist, hier können auch die Eltern schlafen hier hinten, theoretisch. Genau, wir könnten theoretisch ein breites Doppelbett draus machen. Das funktioniert auch. Wie funktioniert das in der Praxis? Ja, in der Praxis ist es relativ simpel. Du hast einen Kleiderschrank. Ja, warte, ich komme. Geht ihr mal raus hier oder kommt ihr beiden zurecht? So, da ist der Kleiderschrank drin. Genau, Und du hast hier das zusätzliche Brett. echt, du kannst unten ein Doppelbett machen. Genau. Das war jetzt kein Witz. Nee, es war kein Witz. Du legst es hier unten mit rein und hast dann das Doppelbett. Und das passt genau hier auf die Aussparung, wo er gerade Das sitzt. passt genau auf die Aussparung und dann hast du das große Bett. Boah, crank. Das ist gut. Ist gut durchdacht, ja. So, das heißt, das Polster ist dabei in der Mitte, oder wie? Das Polster hast du eigentlich relativ simpel, so wie wir es halt immer machen. Du hast dieses Sitzpolster, Rückenpolster, das legst du in der Mitte zusammen. Dann hast du hier die gleiche Höhe und bist fertig damit. Was ich cool finde, du kannst es hier hochklappen, darunter könnte eine Spudelkiste sein. Genau, also du hast, ich nehme das hier mal weg. Reicht schon so, genau. Du hast ja die Garagenklappe von außen, das heißt, du kannst von außen einladen und kommst von oben dran. Das ist das Gute dabei. Aber den Grundriss habe ich noch nie gesehen, bei keinem. Also ich kenne ja Grundrisse mit Heckbad, mit Heckkleiderschrank, mit Ja. alles, aber mit Heck voll integriert, mit Heckstockbetten hinten noch nie gesehen. Ich wüsste auch tatsächlich keinen, der es anders hat. Also es ist, aber wir bauen es auch schon super lange. Und vielleicht sagen die anderen Hersteller, es macht auch keinen Sinn, weil der als erstes auf dem Markt war, bedient. Ne? Das glaube ich nicht. Also wenn es cool ist, also spätestens nach dem Video werden es jetzt alle bauen. So, Olaf, du bist echt ein großer Mann. Du kannst ja sitzen, oder? Ganz hervorragend. Und du hast 2 Kleiderschränke hinten. Genau. Du Ich hast, könnte jetzt Günther da hinten. Mach mal auf, bitte. Pilzchen dabei und dann wäre gut. Hier. Das ist ja krass. Das heißt, du hast für hängende Kleider 2 Kleiderschränke. Du hast Stockbetten hinten. Du hast eigentlich auch noch mal einen Arbeitsbereich. Das heißt, wenn da jetzt einer unterwegs ist, allein unterwegs, Ja. kann er hinten sein Arbeitszimmer machen. also Work and Travel ist mit dem Auto kein Problem. Okay. Das Schöne ist sogar, wenn du hier sitzt, du kannst da sogar vernünftig sogar noch rausgucken. Dadurch, dass die Fenster da sind. Weißt du denkst jetzt nicht, du bist hier hinten irgendwie eingefärcht. Erst rein. Boah, was der Olaf alles erkennt, so direkt auf Anhieb. Das ist, Donnerwetter. Dafür. Der hat einen Blick dafür. so, jetzt lass mal gucken. Ihr beide kennt das schon lange. Wo habt ihr euch kennengelernt? Über Über einen Freund von uns. Also einen sehr guten Freund von uns beiden. Und ja, darüber haben wir beide uns kennengelernt. Aber auch schon seit 10 Jahren knapp, ne? Das ist so. Und ja. Wie würdest du den beschreiben, den Olaf? Weil der Olaf ist ja Erfinder und Ja. der sollte sogar in eine Erfindershow kommen, die wurde abgesetzt, aber nicht wegen Olaf. Nee, nicht wegen Olaf. Aber ich glaube tatsächlich, bei dem kreist es immer im Kopf. Immer neue Ideen, immer on fire. Macht Spaß. So ein kleiner Einstein, der da ist. Kleiner Daniel Düsentrieb. Dein Düsentrieb. genau. So. Dann hast du eine feste Tür, daraus kannst du denn alles abschließen. Das heißt, wenn du hier aufmachst, zumachst. Also was hier wirklich schön ist, wir haben hier 2 Bereiche, wo wir separieren können. Das heißt, einmal hier, die kann ich komplett zumachen. Und dann habe ich hier die Toilettentür. Ah, das ist ein Raumbad dann. Genau. Okay, das heißt, separieren. du hast eine extra Dusche für hängende Kleidung, ist hier nochmal drin. Das Blau kann man bestimmt umschalten, oder die Farbe? Genau, also es ist jetzt so im Moment drin. Wir haben es aber tatsächlich für die Kunden auch die Möglichkeit, dass man sagt, man macht es weg oder schaltet separat. Oder aus. Oder aus. Trotzdem, Blau ist ja ganz so gut. Das sieht ja immer sauber aus, wenn es blau ist. Ja, Cool. Da drin hast du dann auch deinen Schutz drin. genau. Tankvolumen, was kann der? 120 Liter. Frischwasser. 120 frisch. Genau. Abwasser? 119. 119. Oh, was machst du mit dem 1 Liter? Verpinkeln. Okay. So, dann kommt es noch besser. Du hast eine große Toilette und da darf der Olaf jetzt mal rein. Wenn du mal die Beinfreiheit von einem 1,95 Meter Mann in die Toilette bitte, Olaf. Da bin ich das schlechteste Maß überhaupt. Nee, doch, das ist gut. Fast. So lange Beine. Ja, er hat nämlich ultra lange Beine. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Weil wenn du das Raumbad machst, könnte er nämlich wenn man mit den... natürlich so dreht, dann stört mich das sogar noch nicht. Warte, zeig mal. Also das heißt, du setzt dich hin und kannst die Beine offen lassen und kannst jetzt hier die Tür zumachen, oder? In der Richtung Platz. Also das ist tatsächlich, also die neuralgische Stelle, das geht sogar bei dem hier, ich habe jetzt mal aufgemacht, damit ich den decke, sogar für mich gut. Ja. Also ich habe letztens in großen Kombis, ich wollte mir einen großen Kombi kaufen, ich passe in nichts mehr rein. Die sind alle so verbaut, kannst vergessen. Ich schalte immer, ich breche immer die Schlüssel ab. Übrigens auch bei großen Transportern, Krafter und so weiter. Ne? Also insofern
perfekt. Also wenn ich hier reinpasse, dann ist das riesig, kann ich euch versichern. Ja, du könntest ja die Beine auch noch hier in den Innenbereich rausholen und dann die eine Zwischentür einfach Erstmal kannst zumachen. du so machen, aber Genau. was noch viel wichtiger ist, und das hat der, wenn man so lang ist, du kannst hier aufstehen, ohne dass hier was mit dem Kopf ist, weil sonst hängst du nämlich immer wieder, also ich habe schon viele mehr angeguckt, dann gehst du mit dem Kopf und stößt dagegen und sitzt wieder. Und du hast eine unheimlich gute Sitzhöhe. Also bin begeistert, finde ich super. Ja, das ist jetzt erhöht, die Toilette. Oder? Genau, also wir haben extra unter der Toilette einen Sockel gesetzt, um einfach die Höhe zu generieren. Ja. Super. So, Spiegel hast du mehrere gleich in der Tür und hier vorne nochmal. Genau. Das darf auch nicht fehlen. Du hast sowohl in der Tür, die hattest du gerade zum Schlafzimmer rüber, zum Kinderzimmer, hier und dann natürlich bei uns ganz klassisch in den, ich nenne es mal, Apothekerschränken. Ja. Sag mal, Hand aufs Herz, für 4 Personen geht das? Weil ihr seid ja zu 4 unterwegs schon mal mit dem hier. Also wir fahren selber einen SP47 mit 4 Personen, gar kein Problem. Wir hatten letztes Mal einen Freund vom Junior mit, da sind wir zu 5 gefahren, war auch kein Thema. Zeug mitnehmen, langt das? Oder brauchst du einen Anhänger? Nee, reicht tatsächlich. Also mit 5 Leute Fahrräder wird dann zum Beispiel sportlich oder so, aber so ganz normal verreisen, gar kein Thema. So, hier oben die Schränke, das sieht nicht so aus, wäre da viel Platz drin, aber die gehen tief rein, oder? Genau. Also wir haben die Tiefe, wir haben hier die Ablage. Wenn du guckst, da geht schon ordentlich was rein. Wenn du Ne? mal gerade mit der Hand reingreifst, bitte. Oh ja, okay, also ungefähr 30 cm Tiefe. Ja, Oben sogar noch ein bisschen mehr, weil genau, die. weil sie chronisch sind. Ne? So, dann hast du. Oh, das ist ja mal hier. Guck mal, Olaf. Das ist so ein spannendes Design von Can. Die Türken können es aber, oder? Ja, genau. Also wir haben jetzt hier die 3-Flammen-Variante. Ich kann ihn auch klassisch mit 2 Flammen nehmen. 3 Flammen ist 60 € teurer. Piezo-Zündung natürlich. Ja, die Kochfelder sind wirklich toll von Can. Genau. Dann hier die Spüle. Da passt auch ein großer Pizzateller rein. Genau, Dometik. Und was halt auch immer wichtig ist, wir haben vernünftige Armaturen. Ne? Also das sind Messingarmaturen im ganzen Fahrzeug verbaut. Sehr hochwertig. Und Druckwasserpumpe, oder? Selbstverständlich Druckwasserpumpe. Ihr habt eine Druckwasserpumpe. Also keine Tauchpumpe. Nein, Druckwasserpumpe. Von den Armaturen, guckt ihr euch mal kurz diese Armatur hier an. Warte, Wenn ihr die gesehen ich habt, komme. die ist mir gerade aufgefallen. Guckt ihr die mal an, die ist schön. Ach so, da fällt das Wasser runter, gell? Da fällt das Wasser runter, die finde ich auch sehr Warte schön. mal, ich zeig's mal gerade. Ja. Also Olaf, Ich wollte euch nicht unterbrechen, aber ich finde das... ich habe sie eben schon kurz gezeigt, aber so, das hab ich nicht Prädikat ist nochmal, da komme ich gerne zu dir. Zumal das hier sieht so ein bisschen aus wie in einem Designhotel, in einem Arthotel. Was ist die nächstgrößere Stadt hier? Der nächstgrößere ist Dortmund. Arthotel Dortmund. Ja. Dortmund, mit OA, wie wir hier sagen. Dortmund. Genau. So, wenn wir, Lünen, knapp 100.000 Einwohner. Genau. Ist Lünen so ein Stadtkern oder ist es viele Gemeinden außenrum? Nö, eigentlich ist es ein Stadtkern, aber auch ländliche Bezüge. Ne? Also das ist, wir haben schon viel Agrarfläche. Und so. Hier ist aber nicht so eine Stadt, geht in die andere über oder ist das hier noch? Nee, das ist nicht mehr. Nee. Nee. Also hier viel Land, also wer jemals hier war. Was ist hier stark zu Hause in der Gegend? Der Automobilindustrie oder? Nee, Automobilindustrie weniger. Reisemobil Hartmann ist hier natürlich sehr stark vertreten, das ist ja ganz klar. Ich zeig mal das Gesicht von Olaf. Sehr viele bescheidene Leute sind hier auch vertreten. Das macht die Gegend aus. Nee, aber womit wird hier Geld verdient? Irgendwie Stahlbau oder? Also ursprünglich tatsächlich mal aus Kohle. Ja. Wir stehen auf dem alten Zechengelände hier, unser Standort. Ist das schon mal was einbricht? Oder? Überhaupt nicht. Wir sind hier, weil der Bahnhof, wo eingefahren wurde, es ist super fest alles. Also wir sind ja gerade drüben am Bauen und wenn du da mal einen Graben ziehen möchtest, da brauchst du schon ein schweres Gerät. Ne? Ja, und jetzt aktuell haben wir Industrie, wir haben Sicherungsbau, Siba als große Firma mit dabei. Okay. Wir haben lange Caterpillar hier gehabt, die jetzt gerade ausgeschieden sind. Also ist schon sehr breit verzeiht. Wir haben Hüttewerke Kaiser als Kraftwerk und ja. Okay, also kommt nach Lünen, da könnt ihr Urlaub machen. Habt ihr einen Stellplatz in der Nähe eigentlich? Wir haben einen schönen Stellplatz in der Nähe, egal ob es die Marina Rünte ist, wo man am Hafen stehen kann oder ob es in Nordkirchen, am Schloss Nordkirchen ländlich ist. Lünen ist wirklich attraktiv, weil du hast die Nähe nach Münster, nach Dortmund. Das heißt, du hast die Nähe in die Städte, hast aber auch die Nähe ans Land. Also ich wohne sehr, sehr gerne hier tatsächlich. Hafen, was für ein Hafen ist das? Marina Rünte ist so ein kleiner Hafen. An der? Was ist das, Dortmund-Ems-Kanal? Ja, Dortmund-Ems-Kanal. Habe ich nämlich vor kurzem gesehen, selbst große Schiffe sind da drauf. Ist an dem Stück aber Dattelham, muss ich jetzt korrigieren. Aber das ist hier alles das Gleiche. Du kannst da hinschwimmen. Ist Wasser drin. Ist Wasser drin. So, dann hast du viele Schubladen, machen wir auf. Genau, wir haben die großen Schubladen durch die breite Küche, eine kleine L-Form, sage ich mal. Auch wieder zentral verriegelt eigentlich? Wieder zentral verriegelt. Zeig mal wo. Hier oben. Ah, da. Wir haben hier oben 180 Grad, Steckdose, unten natürlich die dritte noch. Haben dann unsere Türblende, nenne ich es mal. Wie krass. Ist ja voll der Fake.
Aber schön. Genau, ist schön, ist sehr tief, auch da eine Arbeitsplattenerweiterung und unten gut zugänglich, Gasabsperrhähne und unter der Serviceklappe für Wasser. Ihr habt einen fetten Kühlschrank eingebaut, den großen Tedford. Genau. Und wenn du mit Family unterwegs bist, der kleine ist doch ein bisschen schmal. Also der ist besser. Ja, also ich bekomme hier immer ein bisschen mehr unter, das muss man einfach sagen. Funktioniert gut. Klassischer Tedford-Kühlschrank, auch unterm Kühlschrank. Man muss ja immer schauen, auch hier nochmal Stauraum eingebaut, funktioniert gut, klappt gut. Oben offen gestalten, wir hatten hier früher Fächer drin, ist aber aufgrund des neuen Designs einfach offen, bringt Platz, bringt Licht, es ist einfach wohnlicher. Ne? Also da können wir jetzt ein Mikro... Sag mal, gibt es Leute, die gar keinen Fernseher mehr einbauen? Ja, gibt's. Also ich verbaue immer noch sehr, sehr viel Smart TV tatsächlich. Die SAT-Anlage ist ein bisschen rückläufiger, aber 4G, 5G, Roaming-Antennen, das ist tatsächlich stark im Kommen. Habe ich jetzt auch. So, wenn ich hier mal reinblicke. Olaf, magst du dich mal nach vorne setzen? Ja, gerne. Dass wir mal sehen, 1,95 Meter. Und jetzt kannst du auch richtig stehen. Ja, Denn, hier ist also unglaublich. Unglaublich. Das muss und den gibt es nur mit Hubpad? Den gibt's nur mit Hubpad. Okay. Wird ja bei dem Grundriss ohne Hubpad auch wenig Sinn machen. Weil hier, das ist ja auch, bei mir ist es ja immer das Problem, die Stehhöhe, die passt, aber sobald hier ein Einbau drin ist, dann passt nichts mehr. Ne? Und wie du siehst, hervorragend. Also das ist super. Boah, Olaf, ich stell dich ein. Du bist Warum die Ja, die nächste Simone. die nächste Simone. Simone, Grüße. Hallo Simone, wir grüßen dich in dem Video. Denn ja, das Coole ist, du hast ein neues System entwickelt, weil du sagst immer, wir haben und so weiter. Du fühlst dich schon ein bisschen als Iteneo? Iteneo, genau. Man muss immer dazu sagen, alles, was ich verkaufe, da stehe ich zu 100% hinter. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Meinung von uns Händlern bei den Herstellern sehr wichtig ist. Wir sind da sehr, sehr eng in der Korrespondenz im Austausch. Der Wagen hat zum Beispiel früher kein Isofix gehabt. Da haben wir gesagt, Mensch, das ist ein Kinderzimmerfahrzeug, wir brauchen Isofix. Jetzt hat das Fahrzeug Isofix. Das sind halt so Kleinigkeiten und ja, das stimmt. Ich sage immer natürlich ist es der Hersteller und nicht ich, aber Ist das ein 5 Personen eigentlich? 5 Personen. 5 Personen. Und da ist die Besonderheit, hast du es jemals umgebaut? Klar, also wir sind schon zu 5 gefahren. Ist ja auch super simpel und schnell gemacht. So, und das Ganze geht schnell. Face-to-Face-Sitzgruppe, so ein kleines bisschen. Ja. Das war ja mal schwer im Trend. Die Polsterqualität ist gut. Polsterqualität ist sehr gut. Ist ein Teflon-beschichtetes Kunstleder. Lässt sich super gut reinigen. Sind wir sehr zufrieden mit. Okay, also auch Kleinkinder dürfen da mal drauf kotzen oder andere Sachen machen. Es kann ja. Ja gut, ich meine, wenn du ein kleines Kind hast oder auch mal, was weiß ich, Tiere abwischen und so weiter, das geht alles. Ich spreche da aus Erfahrung. Mein Sohn isst seitdem keine Weintrauben mehr. Ja, es lässt sich alles reinigen. Sehr schön. So, Hubpad. Wir haben unser Showpraktikant Olaf hat nämlich schon die Anweisung bekommen, die Direktiven, was alles zu machen ist, bevor man das Hubpad runter macht. Olaf, kannst du dich erinnern? Wir klappen die Sitze um. Ich werde jetzt auch noch zum Er kriegt schon kaputt und der neue Kunde sagt, Minute 43 haben sie. Wo hat er denn da angepackt? So, diesmal. Aber das muss er aushalten, ne? Ja, das hält er auch aus. Der war nicht auf der Messe, Der hier war auf der Messe, genau. Die Kunden haben den von der Messe gekauft. So. Und kriegen den jetzt ausgeliefert, wenn wir den nächsten geliefert bekommen. So, dann kann es ja nicht mehr schlimmer kommen. So, und er hat es überlebt. Er hat es überlebt. Toi, toi, toi. Sieht doch gut aus hier. So, jetzt machen wir das Ganze mal runter. Okay. Wunderbar. So, Liegefläche 1,40? Genau, 1,40 mal 1,92 Matratzenmaß. Bettzeug kann alles drauf liegen lassen. Wir haben über die Messe gesprochen. Da siehst du einen Verdunklungsrahmen von der Messe, den hat wohl einer runtergerissen. Okay, das sind gehört aber. dazu. Ja, das hat die Jacke gepasst. das sind aber alles Kleinigkeiten. Ist auf jeden Fall besser als Parkschäden auf Messen. Hast du das schon mal gehabt? Parkschäden haben wir tatsächlich auf der Messe gehabt und wir lassen die Autos ja per Spediteur bringen. Gehört dazu, ja. So beim Einrangieren, wenn du fährst und denkst, oh Scheiße, jetzt hat die Messe oder das Auto schon verkauft. Und dann habt ihr eigentlich so Bumper hinten, die kaputt gehen dürfen, die man austauschen kann an den Ecken und so? Oder ist das ein Teil bei Iteneo? Nee, wir arbeiten schon mit einzelnen Profilen, um eine möglichst kostengünstige Reparatur darstellen zu können. So, also das da vorne wird noch dran gemacht. Gut, das ist ja jetzt auch kein wirklicher Schaden. Nein, das hat nur einer runtergerissen. Auch ich habe es ja schon mal kaputt gemacht. Der ist wahrscheinlich gar nicht kaputt. Dann bitte mal anheben, Olaf. Sei mal so nett, dass man unter die Matratze mal gucken kann. Achso, unter die Matratze. Ja. Wir machen noch ein paar Videos, Olaf. Und dann wirst du Ich mal. merke schon, nächster Job. Man hat ja noch nicht genug. Ich will ja mal zeigen. 2 Längsbetten, aber jedes Längsbett hat sein eigenes Untergeroste.
Ja, das stimmt. Also wir arbeiten hier mit klassischem Lattenrost, was auch gut funktioniert. Man kann bequem drin schlafen. Auch hier die Matratze mit den 5 Jahren Garantie natürlich. Ja. Das heißt, alle Möbel 5 Jahre Garantie, alles 5 Jahre. Der Tisch, Olaf, du hast aufgepasst. Wenn du mir gerade mal zeigst, schiebt das Bett mal rein. Ich zeige euch dabei mal ganz kurz das Cockpit von vorne. Denn auch das kann man hier verdunkeln. Das geht von links nach rechts hier ein bisschen anders. Du hast eine Frontverdunkelung. Genau, also wir haben hier das optionale Plissé mit drin. Links, rechts und von vorne kann ich von oben nach unten runterziehen. Okay. Schön. Privacy vorne? Nein. Gut. So, also, du weißt, was ist Privacy? Nö, ja, ich weiß, was habe ich aber nicht. Nee, es gibt Plissés, die kannst du auch von unten nach oben ziehen. Ja. Statt von oben nach unten. Verstehe. Ja, ist aber nicht so schlimm. Wo ist der Vorteil? So. Der Vorteil ist, dass du es hochziehen kannst, dann können die Leute nicht mehr reingucken, du aber raus. Okay. Oh, okay. So, Also jetzt verstehe ich das auch. Das ist so für diese Gucker. Ich nenne sie mal Gucker, ja? du, es gibt Leute, die so wie ich komme auf den Campingplatz und dann mache ich erstmal alles hoch. Dann irgendwie habe ich keinen Bock, dass da einer reinguckt und so. Eigentlich bräuchte ich gar keine Fenster. Also nur zum Fahren vorne. Ja, aber es ist ja trotzdem schon schöner, ne, wenn du welche drin hast. Aber es geht mir tatsächlich ähnlich. Ich mag es auch gerne, wenn du irgendwo ankommst, gerade wenn es spät ist, wenn du deine Ruhe hast und erstmal ankommen kannst. So, dann zeig mal den Tisch, Olaf. Denn unser Showpraktikant Olaf hat nämlich schon alles erklärt bekommen. Ja, der hat sich das angeguckt. Also Moment mal, das habe ich selber entdeckt, diese schönen Scharniere hier. Ne? Die sind doch wirklich, also sowas mag ich. Das magst du als Meister? Das mag ich, ja, genau. Das ist einfach fein. Ne? Und auch das hier, das ist ja, das ist eine Lösung, die hält. Weißt du so, es gibt, guck mal, du hast hier sogar kleine Stellfüßchen, glaube ich, noch, ne? Ja, genau. Ja, guck mal. Du kannst das sogar noch gegen Verwackeln mit Stellfüßchen nachstellen. Das ist was Vernünftiges. So, jetzt klappen wir das um. Perfekt. Kannst ja auch mal drauf abstützen, ohne dass der ganze Quatsch zusammenbricht. Also ich werde dich vorschlagen bei Iteneo, also bei Rapido. Ach ja, ich sag ja, ich lass ja mit mir reden. Ne? Auch den Tisch hat er gemerkt, kann man auch drehen. Ja, genau. Kann man immer drehen. Ja. Und nicht, ich dreh Man kann hier vorne kein Bett bauen, ne? Nein, man kann hier vorne kein Bett bauen. Kann man das umbauen? Oder? Man kann es optional mitbestellen. Man kann den teleskopierbaren Tisch bestellen. Dann könntest du vorne auch ein Bett rausbauen. Da könnten bis zu 10 Leute hier schlafen. Ja, man weiß ja nie, ne, wen man so trifft. So, komm, wir gehen. Dann zeigen wir mal, viel Zeit haben wir aufgebracht, aber ein tolles Fahrzeug. Wir sind bei Umzüge Hartmann. Nee, ihr macht beides. Ihr macht Umzüge und Wohnmobile. Ja, genau. Außergewöhnliche Kombi, aber so ist aus dem Hobby irgendwann mal das zweite Standbein geworden. Ne? So, und da ja jeder Lünener die Vorwahl von Lünen kennt, hast du sie auch gar nicht mehr hingeschrieben. Wie ist die Vorwahl? 02306. 02306, also eine Vorwahl, die mal nicht auf 1 endet. Ich glaube, es gibt so viele Orte in NRW, da mussten die anderen Nummern auch noch nehmen, oder? Ja, genau, die mussten weg. So, 50411 in Lünen im Geistwinkel 41. Aber keine Angst, da vorne ist eure Halle. Auch die hast du selber gebaut. Du bist Handwerker durch und durch? Genau, also die ganze Familie ist ein Handwerksbetrieb. Man sieht, wir sind gerade noch im Bau. Wir bauen gerade links das nächste Büro an, haben links eine Ausstellungshalle nochmal gebaut und eine Auslieferungshalle, um unseren Kunden die Übergabe im Trockenen zu ermöglichen. Und man sieht, dass wir noch so ein bisschen Restbaustelle haben. Die Bodenplatte hast du nicht selber gegossen? Die Bodenplatte haben wir selber gegossen, selbstverständlich. Krass. Cool. So, da ist er. Iteneo SB 740, also ein Fahrzeug. Wenn ich noch keins hätte, würde ich sofort zuschlagen. Das Ganze bei Reisemobile Hartmann in Lünen. Die Rufnummer 02306 504 11. Habe ich mal schnell auswendig gelernt. Respekt dazu. Tschüss, danke fürs Einschalten und tschüss, Olaf. Hast du alles ganz unglaublich. Tschüss. Nee, ich habe es abgelesen hier vom Kennzeichenhalter. Hier steht es drauf. Und da sieht man mal, wie gut meine Augen noch sind ohne Brille. Tschüss.